Servus Leute, heute bauen wir einen Couchtisch aus Epoxidharz mit richtig coolem Holz und es wird der bisher teuerste Couchtisch, den ich je gebaut habe. Los geht's! Und zwar habe ich mir für den Tisch Olivenholz besorgt mit einer ziemlich ausgefallenen Form und einer interessanten Maserung und ich denke, ja, daraus lässt sich ein cooler Tisch bauen. Olivenholz ist nicht wirklich günstig, da kostet der Kubik aktuell so zwischen 3.000 und 4.000 Euro und man kommt da nicht so ganz einfach ran. Aber ich habe zum Glück einen Bekannten, der hat vor mehreren Jahren mal mehrere Bäume selber aufgeschnitten, hat das Holz eingelagert und der hat mir jetzt was von seinem Vorrat verkauft. So, dann haben wir jetzt genug geredet, dann fangen wir mal mit dem Tisch an. Bevor man mit dem Zuschnitt anfängt, muss man erstmal schauen, wie man das Holz ausrichtet und welche Teile von der Bohle man dann auch verwendet. Und ich sage euch, allein das ist schon mal eine Kunst für sich. Man muss das Holz irgendwie so anordnen, dass es ein harmonisches Gesamtbild gibt und ich persönlich bin der Meinung, dass der Holzanteil deutlich höher sein muss als der vom Epoxidharz. Ja, jetzt schaue ich mal. Damit man sich das Ganze einfacher vorstellen kann, habe ich mir hier jetzt mal einen Rahmen gebaut mit den späteren Maßen von meiner Tischplatte und dann kann ich jetzt hier auf dem Holz die Umrisse anzeichnen und dann grob ausschneiden. Die Tischplatte soll später 80 x 80 cm groß sein und in diesen Maßen habe ich mir dann das Olivenholz auch zugeschnitten. Ja, mit der Handgeistsäge und der Führungsschiene funktioniert es eigentlich ganz gut. Den Abschnitt der Bohle habe ich dann gleich in der Mitte wieder verwendet und ich denke, das passt. Ja, mit der groben Arbeit war ich jetzt soweit fertig. Ich denke, es sieht alles soweit auch harmonisch aus. Oder was sagt ihr? Dann machen wir oben in der Werkstatt weiter. Die grobe Rinde muss herunter vom Holz. Das funktioniert ganz gut mit dem Stemmeisen und für die Feinheiten habe ich die Oberfläche dann noch mit einer Drahtbürste nachbearbeitet. Ah ja, und den Stauben muss man die Oberfläche dann natürlich auch noch. Die Rinde und die Maschenteile, also die losen Teile, habe ich jetzt schon mal entfernt. Jetzt ist das Holz schon mal ziemlich sauber und dann kann ich auch gleich mit dem Oberflächenschliff weitermachen. Und dazu ja, verwende ich einen Exzenterschleifer. Ich habe das Holz jetzt mal mit einer Körnung von 80 vorgeschliffen. Das reicht ganz gut aus zum Gießen und der Feinschliff, das kommt dann nachher, wenn wir fertig sind. Die Gießform habe ich schon mal vorbereitet. Ja, dafür kann man theoretisch jedes Holz verwenden. Ich habe beschichtete Spanplatten verwendet. Da habe ich mir die Oberfläche dann mit Klebeband abgeklebt. Das ist wichtig, weil mit dem Klebeband kann das Epoxidharz keine Verbindung eingehen. Und wenn man es nicht abkleben wird, mit der Spanplatte schon. Und dann hätte man extreme Probleme wieder, wenn man es ausschalen will. Ja, das Ganze habe ich mir dann montiert. Und so sieht die Form dann aus. Also mehr ist es nicht. Die Form habe ich dann unten an den Stößen nochmal abgedichtet, sodass dann wirklich kein Harz auslaufen kann. In dem Fall werde ich innen auch noch eine winzige Silikonfuge an den Stößen anbringen, dass es dann wirklich 100%ig dicht ist, weil bei der großen Menge Harz, da gehe ich kein Risiko ein. Mir ist in der Vergangenheit schon mal eine große Menge ausgelaufen. Ich war mehrere Stunden beschäftigt, bis ich den Boden und alles wieder sauber gehabt habe. Da habe ich ordentlich Lehrgeld bezahlt und sowas passiert mir nie mehr. Ich habe mir jetzt hier schon mal eine kleine Menge Epoxidharz angemischt. Damit werde ich jetzt mal die Holzkanten, die später eingegossen werden, einstreichen. Dadurch lässt sich nämlich verhindern, dass später aus dem Holz noch Luft entweicht, was dann zu Luftblasen im Epoxidharz führt. Durch das Harz ist nämlich das Holz dann versiegelt und dann kann keine Luft mehr aus dem Holz entweichen. Das sind so Kleinigkeiten, die man als Anfänger gerne mal vergisst, die aber wichtig sind, wenn man mit Epoxidharz gute Ergebnisse erzielen will. Zum Einstreichen verwende ich hier so einen Silikonpinsel, den kann man immer wieder verwenden. Wenn man fertig ist, lässt man das Harz einfach trocknen, dann kann man es wieder entfernen und beim nächsten Mal ist der Pinsel wieder einsatzbereit. Bevor man mit dem Gießen beginnt, muss die Gießform komplett sauber sein, also sollen sich kein Staubpartikel mehr in der Gießform befinden, weil die wird man nämlich sonst später dann auf der Oberfläche vom Harz sehen. Mit der Gießform war ich soweit fertig, dann können wir auch gleich mit dem Gießen weitermachen. Ich werde da wieder das Harz von Epoxid 1 verwenden, diesmal das Allrounder. Das Allrounder kann man mit einer maximalen Gießhöhe von 5 cm in einem Guss ausführen und das ist natürlich für mein Projekt hier optimal, weil bei mir liegt die Gusshöhe bei 4,5 cm. Das Harz von Epoxid 1 ist qualitativ sehr hochwertig, ist ein bisschen teurer als andere Anbieter, aber von der Qualität her echt super und jeder, der schon mal mit teuren oder sagen wir mal mit hochwertigen Harzen und mit günstigen Harzen gearbeitet hat, ja, der weiß, dass es da zum Teil riesen Qualitätsunterschiede gibt. Ich bin mit dem Produkt zufrieden und kann es jedem von euch bedenkenlos weiterempfehlen. So, jetzt machen wir mal mit dem Mischen und dann mit dem Gießen weiter.
Das Epoxidharz wird in einem Verhältnis von 100 zu 40 angemischt. Die Mengen der einzelnen Komponenten kann man sich ganz einfach ausrechnen. Man muss einfach die Menge von dem Harz, was man verwendet, mit 0,4 multiplizieren und dann erhält man auch die Menge, die man an Herd dazugeben muss. Für dieses Projekt habe ich jetzt mal etwas mehr Epoxidharz benötigt. Ich habe insgesamt 12 Liter verbraucht. Das denkt man zuerst gar nicht, aber in die Baumkanten, also in die Schrägen, da fließt ordentlich was an Harz rein. Und wenn ihr jetzt auch ein Projekt aus Epoxidharz bauen wollt, aber nicht genau wisst, wie viel Harz ihr dafür benötigt, dann kann ich euch die App von Epoxid 1 empfehlen. Da gibt es einen Mengenrechner, da gebt ihr einfach die Maße von eurem Projekt ein und dann bekommt ihr automatisch angezeigt, wie viel Epoxidharz ihr benötigt. Kleiner Riss im Holz kann man ganz gut mit einer Einwegpipette füllen. Da muss man meistens mehrfach nachgießen, weil das Harz in die Risse läuft und auch vom Holz aufgenommen wird. Kleine Planänderung. Ich habe jetzt gerade eben beschlossen, dass ich in 2 Durchgängen gießen werde. Ich habe jetzt ca. 2,5 cm Harz in die Gießform gegossen, aber draußen ist es aktuell ziemlich warm, in meiner Werkstatt auch. Und es ist natürlich eine nicht unerhebliche Masse an Harz, wo ich da gegossen habe. In die Schrägen, da läuft halt einiges rein. Ja, und wenn man bei diesen Temperaturen zu hoch gießt, also ich werde die maximale Gießhöhe jetzt nicht ausreizen, weil dann kann es nämlich sein, dass das Harz aufkocht und dann kann man den ganzen Tisch wegschmeißen. Und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Deswegen lasse ich das Harz jetzt erst ein bisschen anziehen und dann kommt die zweite Schicht. Also ihr seht schon, meine Risikobereitschaft hält sich bei dem Projekt sehr in Grenzen. Da darf nichts schief gehen. Das muss was werden, weil sonst habe ich da zu viel Geld kaputt gemacht. Und ich zeige euch jetzt gerade mal noch, was passiert, wenn Harz aufkocht. Also das muss man wirklich nicht haben. Das ist jetzt hier zwar ein Zeitraffer, aber wenn die Reaktion dann mal beginnt, dann geht das Ganze echt schnell. Das Harz wird dann so heiß, dass es zu kochen anfängt. Das Volumen nimmt zu und das Harz härtet dann recht schnell aus. Ja, und dann kann man es letztendlich wegwerfen. Ich habe jetzt mal ca. 10 Stunden gewartet, habe das Harz ein bisschen anziehen lassen und man merkt dann, dass das Harz, wenn man drauf langt, so ganz leichte Fäden zieht und dann kann man mit dem nächsten Guss weitermachen. Ja, dadurch geht das Harz dann eine optimale Verbindung ein und man hat später keine sichtbaren Übergänge. Beim zweiten Durchgang, da bin ich dann genauso vorgegangen wie beim ersten Guss. Ich habe die Gießform bis zur Oberkante des Holzes aufgefüllt und dass es nicht so stark überlaufen kann, habe ich mir noch eine Silikonfuge als Höhenbegrenzung gezogen. So Leute, weiter geht's mit unserem Epoxidharztisch. Ich habe das Harz jetzt mal eine Woche aushärten lassen. Ich habe beim Gießen ein bisschen zu hoch gegossen, habe es ein bisschen zu gut gemalt mit dem Harz, sodass es dann letztendlich über meine Silikonnähte, wo ich zur Höhenbegrenzung angebracht habe, drüber gelaufen ist. Naja, ist jetzt auch nicht schlimm, bedeutet halt ein bisschen mehr Schleifen und damit machen wir jetzt weiter. Aber zuerst packen wir die Platte jetzt mal aus. Jo, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann machen wir jetzt gleich mit einem Grobschliff weiter mit einer 80er Körnung. Ich verwende dazu wieder diese Schleifgitter. Damit bin ich nämlich echt zufrieden. Beim Schleifen ist es wichtig, dass man die Oberfläche immer gleichmäßig und vollflächig schleift, weil man sonst später unschöne Unebenheiten auf der Oberfläche hat, die man dann auf der glänzenden Oberfläche natürlich sieht. Das Epoxidharz wird durch den Schliff erstmal matt, weil man mit dem groben Schleifpapier Kratzer in die Oberfläche reinschleift. Aber die Körnungen werden ja beim Feinschliff und bei der Politur so fein, dass man dann wieder eine spiegelglatte und auch klare Oberfläche erhält. So soll es zumindest sein. Schauen wir mal, ob ich das auch hinbekomme. So Leute, ich habe jetzt eine halbe Stunde geschliffen und mir vibrieren schon die Hände, muss ich sagen. Ja, die Oberfläche lässt sich nicht besonders einfach schleifen. Das Harz ist ziemlich hart und Olivenholz, naja, das ist halt auch nicht das weicheste Holz. Ich habe ja zum Glück einen ziemlich leistungsstarken Schleifer mit einem großen Teller. Damit funktioniert es, aber deutlich einfacher wird es halt funktionieren, wenn man mit der Oberfräse abrichten wird. Mit so einer Schiene. So eine Schiene habe ich ja sogar. Das wäre die hier. Aber die wäre jetzt für meine Tischplatte zu klein. Und mir jetzt hier eine neue Schiene zu bauen wegen dem Tisch, das mache ich jetzt nicht, weil der Arbeitsaufwand wäre genau gleich, wie wenn ich da jetzt schleife. Und was natürlich noch viel einfacher wäre eine CNC-Fräse. Aber ja gut, eine CNC-Fräse habe ich natürlich nicht. Das sieht man immer so schön bei den größeren amerikanischen YouTube-Kanälen. Die gießen riesengroße Tischplatten, füllen ihr Harz rein, danach kommt das Ganze in die CNC-Fräse, dann macht es ein paar Mal zack, 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 zack und dann haben sie eine optimale Oberfläche. Ja, den Luxus habe ich leider nicht. Bei mir ist alles mühevolle Handarbeit, aber es wird auch, ihr werdet sehen.
Mit dem Grobschliff bin ich durch, zum Glück. Jetzt machen wir außen die Kanten noch. Ja, die will ich so rund fräsen und dazu nehmen wir die Kantenfräse. Da sind wir nämlich ruckzuck mit fertig. Als nächstes geht es jetzt mit dem Feinschliff weiter und da werde ich jetzt mal die Körnungen von 120 bis 1500 runterschleifen und dann kommt die beste Arbeit bei dem Projekt, nämlich das Ölen der Oberfläche. Zur Versiegelung der Holzoberfläche habe ich ein Hartwachsöl verwendet und jetzt schaut euch mal die Farbe und die Maserung des Olivenholzes an, wie das zur Geltung kommt. Also das ist für mich jedes Mal echt wieder erstaunlich, was man mit dem Öl noch optisch aus dem Holz rausholen kann. Und ich muss auch sagen, das schwarze Epoxidharz und das helle Olivenholz bilden einen super coolen Kontrast. Also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde die Oberfläche, die ist echt der Hammer geworden. Genau so habe ich es mir zu Beginn vorgestellt. Ich habe jetzt auf der Harzoberfläche noch minimalste Mikrokratzer. Epoxid 1 hat mir dafür noch solche Wollpads eingepackt. Die sind für die Poliermaschine. Ich habe aber leider noch keine Poliermaschine und deswegen mache ich es mit der Hand. Ja, und da trage ich jetzt eben noch eine Politurpaste auf und dann werde ich die letzten feinen Kratzer da auch noch rauspolieren. Und dann ist die Oberfläche perfekt. Das Gestell für meinen Epoxidharztisch habe ich aus Vierkantrohr 20 x 20 mm zusammengeschweißt, das Ganze noch schwarz lackiert und die Platte werde ich dann mit mehreren Silikonpunkten oben auf dem Gestell fixieren. Und damit ist der Tisch dann auch schon fertig. Dann haben wir noch ein paar Worte zu den Kosten. Ja, ist ja auch immer für viele von euch interessant, wenn man so ein Projekt baut. Ich habe ja gesagt, dass es der teuerste Couchtisch ist, den ich bisher gebaut habe und die Materialkosten, die liegen jetzt hier bei dem Projekt bei 430 €. Und ich denke, jetzt kann man auch nachvollziehen, warum solche Designtische dann auch einiges kosten. Was mich jetzt auch mal interessieren wird, eure Meinung. Was denkt ihr, was wird so ein Tisch kosten, wenn man sich den anfertigen lässt oder im Geschäft kauft? Also könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Und jetzt baue ich den Tisch mal auf und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Mein Fazit zu dem Epoxidharztisch: Das Bauen hat extrem viel Spaß gemacht und das Ergebnis, muss ich sagen, damit bin ich auch echt zufrieden. Also das ist echt cool geworden. Ja, damit bleiben wir wieder am Ende. Ich hoffe, dass ihr auch was mitnehmen konntet, dass euch das Video auch gefallen hat und natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, ciao.